Heißt das, Sarah bekommt noch eine zweite Chance? Ausnahmsweise. Danke. Bedanken Sie sich nicht bei mir, bedanken Sie sich beim jungen Grafen. Und das Thema der heutigen Klausur lautet Polizei und Ordnungsrecht. Wetten. Asyl- und Ausländerrecht. Scheiße. Ich habe das ganze Büro durchsucht. Der Terminkalender ist hier nicht. Das kann nicht sein. Ansgar hatte ihn vorhin im Schneiders nicht dabei. Ich weiß, aber das ändert doch nichts daran, dass ich das Ding nicht finden kann. Dann such weiter. Sieh dich im Penthouse danach um. Das kannst du nicht auch noch von mir verlangen. Maike, lasst mich nicht im Stich. Ich muss etwas gegen Ansgar in die Hand bekommen. Wieso habe ich plötzlich das Gefühl, dass du dir nicht wirklich Mühe gibst? Weil ich mich in ihn verliebt habe. Nun, Herr von Beinbach, der große Endspurt? Für Sie wird das doch nur ein Klacks. Sagen Sie das nicht? Ach, ich bitte Sie. Asyl- und Ausländerrecht. Das haben Sie doch an einem Nachmittag gelernt. Also 2 habe ich schon gebraucht. Sie machen das schon, mein Lieber. Jedenfalls bin ich sehr gespannt auf Ihre Klausur. Ich auch. Wann ist die Telefonkonferenz? In einer Stunde. Oh, dann müssen wir langsam ins Büro aufbrechen. Vater, hast du nicht immer gesagt, dass man in vertrauter Umgebung am besten verhandelt? Bonet ruft natürlich hier auf dem Schloss an. Dann kann ich ja noch in Ruhe meinen Tee nehmen. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich das vermisst habe. Und wie sehr ich es jetzt genieße. Langsam wendet sich alles wieder zum Guten. Du bist wieder der Schlossherr. Ansgar hat das Weite gesucht. Konstantin kommt aus den Staaten zurück. Entschuldigen Sie bitte, der Tee. Ja, Sarah, stellen Sie ihn doch bitte hier ab. Danke. Aber Leo, der macht mir nach wie vor Sorgen. Ja. Ja. Weißt du, ob er irgendwas für seinen Geburtstag geplant hat? Mir gegenüber hat er nichts erwähnt. Wenn man nur wüsste, ob er sich über ein Fest freuen würde. Darüber habe ich natürlich auch schon nachgedacht. Würde ihm so gerne eine Freude machen. Tja, das könnte allerdings auch nach hinten losgehen. Vielleicht will er lieber irgendwo hinfahren, wo er alleine ist. Sarah, gibt es irgendein Problem? Nein, ich habe mich nur gefragt, wie viel Zucker Sie in den Tee möchten. Kein. Danke. Andererseits, so ein kleines Fest würde ihn mit Sicherheit auf andere Gedanken bringen. Tja, stellt sich nur die Frage, ob Leo das überhaupt will. Er ist nicht der Typ, der einfach so tun kann, als sei nichts geschehen. Ich glaube, er ist noch nicht so weit. Ohne dich hätte ich den Entzug nie geschafft, Cecile. Ich weiß ganz genau, dass du diejenige warst, die mir die Kraft geschickt hat, von den Dingern loszukommen. Und dafür werde ich dir auf ewig dankbar sein. Ich denke schon fast gar nicht mehr an die Tabletten. Und wenn doch, dann versuche ich einfach ganz fest an dich zu denken. Das hilft. Und funktioniert. Jedenfalls meistens. Aber es gibt trotzdem immer wieder diese Tage, da wache ich morgens auf und halte es kaum aus ohne dich. Dann vermisse ich dich so schrecklich, dass ich gar nicht weiß, wie es überhaupt weitergehen soll. Und morgen ist auch noch mein Geburtstag.
Der erste ohne dich und ohne Julius. Im letzten Jahr dachte ich eigentlich, dass wir dieses Jahr zusammen feiern würden. Cecile, ich weiß überhaupt nicht, wie ich den Tag morgen überstehen soll. Das wird einfach nur furchtbar. Tanja! Gut, dass du so schnell kommen konntest. Wo ist denn Johannes? Ist was passiert? Nein, der ist mit Ansgar im Zoo. Es passt mir nicht, wenn du Ansgar mit Johannes alleine lässt. Aber wie hätte ich denn sonst Ansgars Büro durchsuchen sollen? Ja, schon gut. Hoffentlich passt er wenigstens gut auf ihn auf. Da musst du dir keine Sorgen machen. Worüber wolltest du mit mir sprechen? Tanja, es gibt da ein Problem. Mach's nicht so spannend, wenn du schon nicht am Telefon sprechen kannst. Ich kann das nicht weitermachen. Was? Versteh mich nicht falsch. Ich mag deinen Sohn wirklich unglaublich gerne. Wo ist dann das Problem? Dieses Doppelspiel. Das nette Kindermädchen, was Ansgar hintenrum ausspioniert, um dir Informationen zu verschaffen. Ich pack das nicht mehr. Das heißt? Ich werde noch heute kündigen. Ich glaube, die sind bei ihr im Kurs. Hey, da müsste Felix ja auch jeden Moment auftauchen. Hallo? So, Vanessa, ich muss mir noch eine halbe Stunde aufs Ohr hauen. Andi, du kannst doch jetzt nicht einfach schlafen. Wieso nicht? Weil Felix gerade die letzte Klausur vor dem Staatsexamen bestanden hat und kurz vor seinem großen Durchbruch steht. Du bist doch wohl in der Lage, ihn ein bisschen zu feiern. Sorry, dass ich nicht mit einer Sänfte komme. Angemessen wäre es. Schließlich profitierst du auch davon, wenn er gut verdient. Noch darf ich aber Ställe ausmisten und auf der Baustelle Beton mischen. Oder zählt das etwa nicht? Hey, jetzt komm mal wieder runter. Lass uns erst mal ein Gläschen Sekt trinken. Nein, die ist für Felix. Reg dich ab. Wir lassen Felix schon was übrig. Hätten ein paar Becher nicht auch gereicht? Felix ist angehender Jurist und kein Bauarbeiter, so wie Andi. Muss ich noch mehr sagen? Hey, Felix! Wie war's? Hat er schon gesagt, wann du als Tutor anfangen kannst? Nein, hat er nicht. Ja, egal. Hauptsache, du hast es geschafft. Oh Mann, jetzt nur noch 2 Prüfungen und du kannst deine eigene Kanzlei aufmachen. Lass doch deinen Mann erstmal auf die Erde zurückkommen. Hier, du Held. Auf den Staranwalt. Auf den Staranwalt. Und dass wir nie wieder Geldsorgen haben werden. Jetzt mal langsam, Maike. Du willst also deinen Job kündigen? Die ständige Angst, von Ansgar erwischt zu werden und unsere heimlichen Treffen, damit du deinen Sohn sehen kannst. Tanja, ich träume da sogar schon von. Du lässt also deine eigene Schwester und ihr unschuldiges Baby im Stich? Nein, natürlich nicht. Maike, du bist meine einzige Verbindung zu Johannes. Wenn du jetzt aufgibst, dann sehe ich ihn bis zum Prozess nicht wieder. Das Jugendamt wird mir das so lange untersagen, bis ich bewiesen habe, dass ich nicht trinke und nicht auf den Strich gehe. Vielleicht kann ja eine andere Frau sich für die Stelle als Kindermädchen bewerben. Ich würde sie auch persönlich empfehlen. Aber ich bin definitiv die Falsche dafür. Du findest es also in Ordnung, dass der Kleine bei seinem wahnsinnigen Vater bleibt? Johannes geht es sehr gut bei Ansgar. Er ist ein liebevoller Vater. Und er tut alles für seinen Sohn. Ach ja? Das sind ja ganz neue Töne. Es ist nun mal so. Schön, dass ich mich auf dich verlassen kann, wenn es wirklich darauf ankommt. Kann es sein, dass du die Seiten gewechselt hast? Hat Ansgar dich bezahlt? Hat er dich erpresst? Oder dir vielleicht ein schönes Märchen über mich erzählt? Darin ist er nämlich unschlagbar. Nein, hat er nicht. Maike, bitte. Nur bis der Prozess zu Ende ist, dann kannst du sofort kündigen. Nein, Tanja. Es tut mir leid. Ich halte das keinen Tag mehr länger aus. Maike, sag mal, wohin willst du? Zu Ansgar. Meine Liebe, das wirst du nicht tun.
Mein Entschluss steht fest. Ich mache das Spiel nicht mehr mit. Denken Sie daran, im Salon noch abzustauben. Und das Speisezimmer rechtzeitig für das Abendessen einzudecken. Natürlich, Frau Kepler. Elke Kepler weiß immer noch nicht, dass ich ihre Tochter bin. Bisher habe ich einfach nicht den Mut aufgebracht, es ihr zu sagen. Außerdem ist sie meistens so schlecht drauf, dass es sowieso keinen Zweck hätte, sie darauf anzusprechen. Trotzdem bleibe ich noch hier. Aber auch aus einem anderen Grund. Ich habe dir doch von Leonard, dem Sohn des Grafen, geschrieben. Ach, dir kann ich sowieso nichts vormachen. Schließlich hast du mich großgezogen. Ja. Ich glaube, ich habe mich in ihn verliebt. Allerdings werde ich nicht ganz schlau aus ihm. Irgendetwas Furchtbares muss er vor kurzem erlebt haben. Aber ich finde schon noch heraus, was. Ach, kleine Feiern, da komme ich ja gerade richtig. Felix hat gerade seine letzte Klausur bestanden und ist zum ersten Staatsexamen zugelassen. Ja, da gratuliere ich doch recht herzlich, Schwiegersohn. Hm? Ey, ich mein's ernst. Ich bin stolz auf dich. Ja, Papa, ist schon gut. Felix ist ein bisschen kaputt. So eine Klausur ist sehr anstrengend. So, das weiß ich doch, Engelchen. Als ich damals studiert habe, war das auch... Hey, der ist für Felix. Schon okay, ich hat sowieso die ganze Flasche bestellt. Macht man das jetzt so bei euch in den intellektuellen Kreisen? Manchmal schon. Was ist los? Was soll los sein? Die Klausur. Ich habe sie in den Sand gesetzt. Aber Felix, du kanntest das Klausurthema. Polizei und Ordnungsrecht. Das hattest du voll drauf. Es kamen Ausländer und Asylrecht dran. Ich habe ein leeres Blatt abgegeben. Wie? Der Kandidat hat 0 Punkte. Nochmal, warum haben Sie uns denn nicht begleitet? Wo waren Sie überhaupt so lange? Entschuldigen Sie, der Bus. Bus? Können Sie nicht ein Taxi nehmen? Sie sind mal Ihre Vorstellung. Hier, schauen Sie sich mal den Kleinen an. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Hey. Hallo. Wie lange ist er denn schon so? Ja, seit vorhin, seit dem Zoo. Er hat den ganzen Nachhauseweg gebrüllt. Er hat ja Fieber. Ja, 40. Ich habe schon gemessen. So hoch? Ja, und was sollen wir jetzt machen? Den Kinderarzt anrufen, und zwar sofort. Nicht schlimm. Das ist die beste Idee. Du wirst die Klausur wiederholen. Nein, ich habe mich bereits entschieden. Aber wieso denn nicht? Weil es bedeuten würde, dass wir noch ein halbes Jahr lang rumkrebsen. Dass du wieder putzen gehen musst. Deswegen suche ich mir einen Job, bei dem ich genug für uns beide verdiene, okay? Ich brauche keinen Mann, der mich aushält. Ach so. Ich dachte, dir liegt so viel dran, dass ich gut verdiene, hä? Als Anwalt. Felix, du hast so viel drauf. Und du weißt, dass Professor Gründlich viel von dir hält. Gehalten hat. Vanessa, wir kriegen das finanziell nicht hin. Ich bin ab diesem Semester Langzeitstudent. Hast du eine Ahnung, wie viel Studiengebühren ich abdrücken muss? Zusätzlich? Das Geld kriegen wir schon irgendwie zusammen. Nein, Vanessa, ich hake meine Karriere als Anwalt ab. Ich suche mir einen Job. Ist das ein letztes Wort? Ja, weil es das Vernünftigste ist. Das ist die dümmste Idee, die du jemals in deinem Leben gehabt hast.
Graf Lahnstein, Erik Satie. entschuldigen Sie. Das war wunderbar. Kennen Sie noch mehr Stücke von ihm? Ja, er ist mein Lieblingskomponist. Bitte sagen Sie Frau Kepler nicht, dass ich gespielt habe. Unter einer Bedingung. Bitte? Spielen Sie weiter. Ich würde gern mehr hören. Bitte. Engelchen, du siehst fantastisch aus. Wo willst denn du hin? Wahrscheinlich das Kostüm ein letztes Mal Gassi führen, bevor es ins Pfandleihhaus wandert. Ach übrigens, da fällt mir ein, jetzt wo Felix als Geldgeber ausfällt, müsstest du dann nicht wieder putzen gehen? Oder du suchst dir einen lukrativen Job. 0900 55 33. Ruf mich an. Darf ich ihm endlich eine reinhauen? Ihr seid doch alle gleich. Absolut peinlich und vor allem ignorant. Ich nehme es nicht so einfach hin, dass wir bald finanziell auf dem Trocknen sitzen, okay? Du, das tue ich auch nicht, Schatz. Aber bei mir sind keine Staranwaltgagen drin. Ja, Freundchen, das verlangt ja auch keiner. Außerdem kann sich meine Tochter mit sehr wenig zufrieden geben. Das stimmt. Sie ist ja nur die verwöhnteste Göre aus ganz Düsseldorf, nicht wahr? Haltet die Klappe! Beide. Was hast du denn jetzt vor? Das werdet ihr noch sehen. Ich sehe auf jeden Fall nicht einfach zu, wie Felix seine Karriere abhakt. Auf Wiedersehen. Ja. Ich habe uns schon in der Intensivstation gesehen. Sie werden sehen. Wenn das nur ein ganz normaler Infekt ist, dann geht's dem Kleinen in ein paar Tagen schon wieder besser. Ja, na hoffentlich. Hören Sie, Frau Breuer, ich habe noch ein paar geschäftliche Telefonate zu erledigen. Meine Arbeit ist komplett liegen geblieben. Natürlich, kein Problem. Ich bin ja hier. Frau von Anstetten, was kann ich für Sie tun? Fähiges Personal einstellen? Wie meinen? Ich hatte vor über einer halben Stunde Tee auf mein Zimmer bestellt. Entschuldigen Sie, ich werde sofort welchen zubereiten. Na, hast du schon eine Nummer beim Arbeitsamt gezogen? Nein. Ich bin bei deinem Sohn und wollte dir eigentlich nur sagen, dass es ihm gar nicht so gut geht. Was heißt das? Er hatte hohes Fieber und der Kinderarzt war hier. Und? Ein Infekt. Ist es was Ernstes? Nein, nein. Es sind wohl nur die Zähnchen. Sein Immunsystem ist ziemlich geschwächt und da ist er halt anfällig. Maike, du darfst Johannes jetzt nicht allein lassen. Nein, natürlich nicht. Du kannst dich auf mich verlassen. Danke. Ich melde mich wieder, okay? Hm? Deine Mama ist vielleicht komisch. Ich hau doch nicht einfach ab, wenn es dir schlecht geht. Genau. Und deinen Papa, den schlage ich mir einfach aus dem Kopf. So einfach ist das. War das auch Satie? Nein. Eduard Hofmann. Mein Großvater. Er hat es damals in Kriegsgefangenschaft geschrieben und seiner Frau gewidmet. Wirklich? Er hat jahrelang daran gearbeitet. Und darauf gewartet, es hier eines Tages vorspielen zu dürfen. Wie romantisch. Und tragisch. Denn es kam nie dazu. Kurz bevor er aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekommen ist seine Frau gestorben. Warum gibt's die Happy Ends eigentlich immer bloß in Hollywood und nicht im wahren Leben? Es gibt sie. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Natürlich war mein Großvater unendlich traurig. Aber eines Tages traf er meine Großmutter. Er hat sich unsterblich in sie verliebt. Und sie hat ihm neuen Lebensmut gegeben. Sie haben übrigens 4 Kinder und inzwischen 7 Enkel. Und lebt Ihr Großvater noch? Nein. Aber er wurde steinalt. 92 Jahre. Hollywood hätte das Ende wohl kaum besser schreiben können. Professor Gründlich, ich glaube, Sie verstehen es nicht ganz.
Felix hat die Prüfung vergeigt. Er ist durchgefallen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe mir zwar die Klausur Ihres Mannes noch nicht angesehen, aber ich bin mir sicher, dass er sie mit Bravour besteht. Wie immer. Felix hat ein leeres Blatt abgegeben, weil er Asyl- und Ausländerrecht nicht gelernt hat. Wie? Ihr Mann ist unvorbereitet in die Klausur gegangen? Bitte, Professor Gründlich. Für Felix, für uns ist die Zulassung zum ersten Staatsexamen sehr, sehr wichtig. Lassen Sie ihn die Klausur noch einmal schreiben. Felix hatte in letzter Zeit eine Menge Probleme. Deswegen konnte er sich nicht ausreichend vorbereiten. Sie haben doch immer große Stücke auf ihn gehalten. Felix von Beinbach. Er hat Talent. Er steht vor einer steilen Karriere. Es wäre wirklich sehr schade, wenn er darauf verzichten müsste. Das heißt, Sie geben ihm eine zweite Chance? Das Geschäftliche haben wir für heute hinter uns. Danke. Jetzt bleibt nur noch eine Frage offen. Ja, was machen wir noch mit Leonards Geburtstag? Hallo Sarah. Ihre Musik hat wirklich Wunder bewirkt. Das freut mich. Sagen Sie, ist mein Vater in der Bibliothek? Ich glaube ja. Mit Ihrer Schwester. Dankeschön. Das Beste wird sein, wir überlassen die Entscheidung ihm. Leonard. Na, habt ihr gerade über mich gesprochen? Nein. Wieso? Nein. Na, weil ich zufällig morgen Geburtstag habe und ihr nicht wisst, wie ihr damit umgehen sollt. Wir haben uns schon gefragt, ob und wie du feiern willst. Oder ob du den Tag lieber allein verbringen willst. Also am liebsten würde ich morgen mit meinen Freunden und mit meiner Familie feiern. Ich möchte endlich wieder ins Leben zurückkehren. Aber Ihnen ist schon klar, dass das Nachschreiben ein klarer Verstoß gegen die Vorschriften ist? Besondere Situationen erfordern besondere Lösungen. Felix hätte sich ja vorbereitet, wenn wir nicht diese finanziellen Probleme gehabt hätten. Aber wenn er den Job bei Ihnen kriegt, ist alles wieder im grünen Bereich. Da steht für Sie beide ja ganz schön viel auf dem Spiel, was? Ich bin beeindruckt, dass Sie sich extra herbemühen. Ihnen muss sehr viel an Felix von Beinbach liegen. Er ist mein Ein und Alles. Und Sie würden auch alles für ihn tun. Was halten Sie davon? Ihr Mann schreibt unter der Hand die Klausur nach und wir zwei mieten uns in der Zwischenzeit ein nettes Hotelzimmer.